Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Der Fiat-Standard von Saifedean Ammous ist die zugespitzte Anatomie eines Geldsystems, das unseren Alltag prägt, ohne dass wir seine Mechanik bewusst wahrnehmen. Aufbauend auf seiner Analyse harten Geldes geht der Autor der Frage nach, wie das staatlich gestützte Kreditgeld entstanden ist, wie es funktioniert und welche Anreize und Nebenwirkungen es in Wirtschaft, Politik, Kultur und im privaten Leben erzeugt. Ammous behandelt Fiat nicht nur als ökonomisches Arrangement, sondern als umfassendes Technologie- und Institutionsbündel, das Energie, Informationen, Schulden, Zahlungen und Politik miteinander verschaltet. Sein Ansatz verbindet Geschichte, Geldtheorie, Bankpraxis und Verhaltensökonomik zu einem konsistenten Deutungsrahmen. Dabei vergleicht er die Leistungsmerkmale von Fiat mit jenen von hartem Geld, besonders mit Bitcoin als digitalem, strikt knappem Geld. Das Buch richtet sich an Leserinnen und Leser, die über Schlagworte hinaus verstehen wollen, weshalb Inflation nicht nur ein Preisphänomen ist, wie Zinsregime und Kreditzyklen Vermögensmärkte formen, und wieso Zeitpräferenzen sich im Schatten von Geldpolitik verändern. Der Stil ist klar, streitbar und didaktisch. Ammous liefert keine sterile Theorie, sondern eine Perspektivarchitektur. Er zeigt, wie die verdeckten Kosten geringer Geldhärte in Infrastruktur, Bildung, Forschung, Ernährung und Ästhetik durchsickern. Gleichzeitig skizziert er, wie ein auf Knappheit und freiwilliger Disziplin beruhendes Geld wieder langfristiges Denken begünstigen kann. Ob man seine Schlussfolgerungen teilt oder nicht, das Buch bietet ein selten kohärentes Bild der Gegenwart, das Zahlen, Institutionen und menschliche Handlungslogik miteinander verbindet. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Fiat-Geld als Technologie der Kreditschöpfung und der politischen Steuerung. Ammous rahmt Fiat-Geld als mehrschichtige Technologie, deren zentrales Leistungsmerkmal nicht Knappheit, sondern Elastizität ist. Das moderne Geld entsteht primär durch Kreditvergabe in einem System teilweiser Reserven. Geschäftsbanken schaffen Einlagen, indem sie Kredite buchen, während Zentralbanken den Preis der Liquidität über Leitzinsen und Offenmarktgeschäfte steuern. Diese Architektur ähnelt einem Protokoll mit anpassbarer Angebotsmenge, dessen Parameter durch politische Gremien festgelegt werden. Der Vorteil: Krisenresilienz und kurzfristige Feinsteuerung. Der Preis: permanente Anreize zur Ausweitung von Bilanzsummen, zur Sozialisierung von Verlusten und zur Entstehung von Moral-Hazard. Der Cantillon-Effekt beschreibt, dass neues Geld nicht neutral in der Wirtschaft landet, sondern zuerst jene Akteure erreicht, die dem Emittenten am nächsten stehen. Sie profitieren von noch nicht angepassten Preisen, während weiter entfernt stehende Gruppen die vollen Teuerungsfolgen tragen. Seigniorage, also der Gewinn der Emission, finanziert Staaten indirekt, was demokratische Kontrolle umgeht, weil die Steuerwirkung von Inflation weniger sichtbar ist als direkte Abgaben. In dieser Sicht ist Fiat eine Regierungs- und Finanztechnologie, die eine politische Allokationsfunktion übernimmt. Sie kanalisiert Kapital in priorisierte Sektoren, stabilisiert Banken, finanziert Kriege oder Großprogramme und schafft damit Pfadabhängigkeiten in der Realwirtschaft. Die technische Seite zeigt sich in Sicherungsmechanismen wie Mindestreserven, Lender of Last Resort-Funktion, Einlagensicherung und regulatorischen Kapitalquoten. Doch diese Sicherungen erzeugen wiederum Erwartungshaltungen, die riskantere Portfolien fördern können. Entscheidend ist der Anreizrahmen. Wenn die Geldbasis flexibel und politische Ziele vorrangig sind, wird die Minimierung langfristiger Währungsrisiken oft dem kurzfristigen Konjunkturziel untergeordnet. Ammous kritisiert weniger einzelne Entscheidungen als den eingebauten Mechanismus, der strukturelle Kreditexpansion und dauerhafte Staatsdefizite begünstigt. In Summe erscheint Fiat als leistungsstarkes, jedoch intrinsisch prozyklisches System, das Stabilität verspricht, indem es zukünftige Volatilität konzentrisch verlagert. Diese Diagnose bildet den Ausgangspunkt seiner weiteren Argumentation über Inflation,
Vermögenspreise und gesellschaftliche Zeitpräferenz. Zweitens. Inflation, Schuldenzyklen und die Finanzialisierung des Alltags. Im Fiat-Standard ist Inflation nicht bloß ein Anstieg eines Verbraucherpreisindex, sondern Ausdruck einer fortlaufenden Verwässerung der Geld- und Kreditqualität. Amos betont, dass die sichtbarsten Effekte häufig nicht in Supermarktregalen beginnen, sondern in Vermögensmärkten. Wenn Zinsen politisch gedrückt und Liquidität ausgedehnt wird, steigen zunächst die Preise von Anleihen, Aktien und Immobilien. So entsteht eine Vermögensinflation, die Haushalte in den Schuldenzyklus hineinzieht. Wer nicht hinterherhinken will, verschuldet sich für Wohnungskauf, Ausbildung oder Altersvorsorge. Negative reale Zinsen belohnen Kreditaufnahme und bestrafen Sparen in Kassenhaltung. Unternehmen werden zu Finanzkonstrukten, die Aktienrückkäufe und Bilanzkosmetik über langfristige Produktivität stellen. Der Finanzsektor wächst relativ zur Realwirtschaft, weil der Zugang zu billigem Kapital und regulatorischen Privilegien skalierbar ist. Staaten wiederum nutzen die Elastizität der Basis für Defizitfinanzierung. Der scheinbare Stabilitätsgewinn kurzfristig sinkender Finanzierungskosten erzeugt langfristig Fragilität. Steigende Verschuldungsgrade, Zombifizierung von Firmen, Assetblasen und soziale Spannungen durch ungleiche Vermögenszuwächse. Der Cantillon-Effekt spielt hinein. Frühzugang zu neuem Kreditkapital konzentriert Gewinne, während Anpassungslasten auf Nachzügler fallen. Amos argumentiert, dass dies das Vertrauen in die Gerechtigkeit der Wirtschaftsordnung unterminiert und die politische Polarisierung verschärft. Zentralbankinterventionen in Krisen werden zur Norm, die jedoch mit jedem Zyklus größer ausfallen müssen, um ein hochverschuldetes System zu stabilisieren. Das Ergebnis ist ein Pfad, in dem Finanzierungskonditionen die Wirtschaftsstruktur diktieren. Haushalte planen ihr Leben um Kreditwürdigkeitskennzahlen, Unternehmen optimieren für den Kapitalmarkt, Kommunen werden von Refinanzierungsterminen getrieben. Diese Finanzialisierung verdrängt langfristige Kapitalbildung durch produktive Ersparnis. Aus Sicht von Amos ist dies kein moralisches Versagen Einzelner, sondern eine systemische Folge elastischen Geldes. Er sieht im Tausch einer stillen Inflationssteuer gegen sichtbare Abgaben eine demokratische Schieflage. Bürger erhalten scheinbar kostenlose Programme, zahlen sie aber über real sinkende Kaufkraft und erzwungene Risikobereitschaft. Die Folge ist eine Kultur, die den naheliegenden Konsum über nachhaltige Vorsorge stellt, weil die Zeitpräferenz in einem Umfeld schwindender Geldhärte rational nach oben geht. Drittens. Zeitpräferenz. Kultur und Institutionen im Schatten der Geldpolitik. Ein zentrales Motiv bei Amos ist die Zeitpräferenz, also das Verhältnis von Gegenwart und Zukunft in Entscheidungen. Hartes Geld senkt in seiner Sicht die Zeitpräferenz, weil Ersparnis verlässlich Kaufkraft in die Zukunft transportiert. Fiat-Geld mit systemischer Inflation erhöht dagegen die Zeitpräferenz. Es belohnt Konsum heute und bestraft Aufschub. Diese Dynamik wirkt über Märkte hinaus in Kultur und Institutionen. Amos verbindet die Geldqualität mit Beobachtungen in Architektur, Kunst, Bildung und Ernährung. Wenn langfristige Projekte an planbarer Kapitalbildung scheitern, gewinnen kurzlebige Trends die Oberhand. In der Architektur dominiert günstige, schnell zu errichtende Bauweise mit kurzer Lebensdauer, während handwerklich anspruchsvolle, langlebige Bauten seltener werden. In der Kunst bevorzugen Fördersysteme und ein finanziell getriebenes Galeriewesen spekulative Knappheit und Hypes. In der Forschung richtet sich die Mittelvergabe nach politisch gesetzten Agenden und Drittmittelanreizen, nicht nach geduldigem Erkenntnisstreben. Schulen und Universitäten reagieren auf die Signale des Arbeitsmarkts, der durch Kreditzyklen volatil ist, statt auf grundlegende Bildungsideale. Selbst Ernährung wird bei Amos zum Spiegel. Industrielle Produktion, billige Kalorien, kurze Haltbarkeit, weil Zeit und Qualität unter Kostendruck stehen. Diese Thesen sind provokant und vereinfachen bewusst, um ein Muster herauszuarbeiten. Wenn die Basiseinheit Gesellschaft, nämlich Geld, an Verlässlichkeit verliert, steigert sich die Ungeduld in vielen Bereichen.
Institutionen verwalten Knappheit durch Bürokratie statt durch Preis- und Eigentumssignale. Wer sparen will, muss Risiken akzeptieren, die jenseits seiner Kontrolle liegen, etwa Aktienmarktvolatilität oder Immobilienblasen. Dadurch wird Tugend in Spekulation umgedeutet. Amos kritisiert den Kreislauf, in dem Politik kurzfristige Stabilität über langjährige Substanz stellt und damit die kulturelle Produktion in Richtung Event und Image verschiebt. Wichtig ist, dass dies kein naturgesetzlicher Verfall sein muss. Der Autor sieht die Möglichkeit, durch Rückkehr zu härterem Geld langfristige Planung wieder zu belohnen. Die Wirkung bliebe graduell, aber sie könnte den gesellschaftlichen Erwartungshorizont dehnen. Handwerkliche Qualität statt Wegwerfmentalität, unabhängige Forschung statt Gremienlogik, Familienplanung auf Basis solider Ersparnis statt Kreditlimiten. So wird aus Geld eine kulturelle Infrastruktur, deren Qualität tief in Lebensentwürfe hineinragt. 4. Hartes Geld im Vergleich. Gold, Bitcoin und die Ökonomie der Knappheit. Amos vergleicht die monetären Eigenschaften von Fiat, Gold und Bitcoin entlang klassischer Kriterien. Knappheit, Haltbarkeit, Teilbarkeit, Transportierbarkeit und Prüfbarkeit. Gold ist historisch bewährt, aber schwer zu transportieren, zu sichern und weltweit zu prüfen. Zudem führte seine physische Beschränkung zu Bankintermediation, wodurch das System wieder anfällig für Überschuldung und Kontrahentenrisiken wurde. Fiat löst Transport und Prüfbarkeit durch digitale Buchführung, opfert jedoch Knappheit. Bitcoin versucht, Knappheit und Digitalität zu kombinieren. Das Protokoll begrenzt die Emission algorithmisch, abgesichert durch Proof of Work und global verteilte Knoten. Die Kosten der Emission sind Energie und Hardware, nicht politische Entscheidung. Das sichert die Vorhersehbarkeit des Angebots und macht das System widerstandsfähig gegen einzelne Angreifer. Aus ökonomischer Sicht schafft dies einen harten Anker für die Zeitpräferenz. Ersparnisse ruhen in einem Gut mit minimalem Angebotsschockrisiko. Kritiken an Bitcoin, etwa Energieverbrauch oder Volatilität, begegnet Amos mit dem Hinweis auf die Rolle von Energie als physische Sicherheitsgarantie und darauf, dass Volatilität aus der monetären Monetisierung und nun abnehmenden Unsicherheit resultiert. Praktisch erwartet er eine Schichtarchitektur ähnlich der Gold-Ära, eine solide Basisschicht für Abwicklung und darüber schnelle Zahlungsschichten. Beim Fiat-Standard erfüllen Banken und Kartensysteme diese Rolle über dem Zentralbankgeld. Im Bitcoin-Standard würden Lightning und Verwahrer ähnliche Funktionen bereitstellen, allerdings ohne zentrale Emissionsmacht. Wichtige Konsequenzen: Eigentum wird durch private Schlüssel definiert, nicht durch Bankversprechen. Prüf- und Transferkosten sinken, Grenzübertritte werden leichter. Gleichzeitig bleiben Risiken: Verwahrung, Protokollfehler, Regulierung und Netzwerkeffekte. Amos hält die Trade-offs für vorteilhaft, weil die zentrale Variable, die Härte des Geldes, bei Bitcoin am robustesten ist. In seiner Sicht wirkt Bitcoin als Spartechnologie und als globaler Abwicklungsrahmen, während Fiat-Zahlungen als bequeme Nutzerschichten weiterhin existieren können. So entsteht Koexistenz, bei der die Basisschicht den Charakter des Systems prägt. Schließlich Übergang und Praxis. Vom Fiat zum Bitcoin-Standard auf individueller und institutioneller Ebene. Amos denkt den Übergang nicht als abruptes Ereignis, sondern als schrittweise Verschiebung von Spar- und Abwicklungsgewohnheiten. Individuen können beginnen, einen Teil ihrer Ersparnisse in hartes Geld zu verlagern, Disziplin im Umgang mit Schulden aufzubauen und die persönliche Zeitpräferenz zu senken. Praktisch heißt das: Fokus auf Einkommenssteigerung, Ausgabenkontrolle, regelmäßiges Sparen in einem knappen Asset, das nicht leicht verwässert wird. Für Bitcoin betont der Autor Selbstverwahrung, Bildung und Sicherheitspraktiken. Wer sich dafür entscheidet, sollte grundlegende Kompetenzen aufbauen. Backup-Strategien, Seed-Management ohne Weitergabe an Dritte, gegebenenfalls Multisignaturlösungen, die Diebstahl und Verlustrisiken verringern.
DCA-Strategien reduzieren Timing-Risiko, Steuer- und Regulierungsfragen erfordern lokale Beratung. Unternehmen können Bitcoin als Reserve oder Treasury Asset prüfen, Risiken durch klare Richtlinien und Bilanzierung steuern und Zahlungsakzeptanz optional testen, etwa über Lightning für Mikrotransaktionen. Institutionen wie Banken könnten langfristig Verwahr- und Abwicklungsdienste für digitale Knappheit anbieten, ohne Emissionsmacht zu besitzen. Staaten stehen vor der Entscheidung, Innovation zuzulassen, Eigentumsrechte zu schützen und klare Regeln bereitzustellen, statt übermäßige Kontrolle zu versuchen, die zu Abwanderung führen kann. Amos rät zu einer Portfolioperspektive über Zyklen hinweg. Nicht das kurzfristige Preisrauschen ist entscheidend, sondern die Veränderung des monetären Referenzsystems. Wer in der Gegenwart spart, kauft laut seiner Lesart optionale Zukunft. Gleichzeitig anerkennt er praktische Hürden: Volatilität, operative Sicherheit, rechtliche Unsicherheiten und soziale Akzeptanz. Der Übergang gelingt, wenn Bildung, einfache Werkzeuge und gute Standards die Einstiegskosten senken. Auf gesellschaftlicher Ebene erwartet er, dass ein stetig wachsender Kern langfristig denkender Sparer Investitionen in Qualität, Forschung und Infrastruktur trägt. So kehrt die Belohnung für Geduld zurück. Familienplanung, Unternehmertum und Stadtentwicklung könnten vermehrt auf solide Ersparnisse statt auf maximale Hebelung setzen. Entscheidend ist die Reihenfolge: zuerst solides Geld und Eigentum, dann freie Wahl der Zahlungswege. Wer heute beginnt, Prozesse zu lernen und Sicherheitsroutinen aufzubauen, schafft sich einen Vorteil unabhängig von der Geschwindigkeit des Makroübergangs. Zusammenfassend: Der Fiat-Standard ist ein Buch für Leserinnen und Leser, die die unsichtbaren Grundlagen der Moderne verstehen wollen. Es richtet sich an Sparer, die den realen Wertehalt suchen, an Unternehmer, die Investitionen jenseits der nächsten Quartalszahl planen, an Studierende und Lehrende in Ökonomie, Finanzwesen und Politikwissenschaft, an Vermögensverwalter und Finanzberater, die Mandate gegen Inflations- und Kontrahentenrisiken wappnen, sowie an politische Entscheidungsträger, die wissen möchten, welche Nebenwirkungen geldpolitischer Instrumente sich in Kultur und Institutionen manifestieren. Der Nutzen für das eigene Leben liegt in 3 Bereichen. Erstens bietet das Buch ein klares mentales Modell für Geldqualität, Anreize und Schuldenzyklen. Wer die Mechanik versteht, trifft bessere Entscheidungen zu Sparen, Verschuldung, Eigentum und Risiko. Zweitens liefert es einen robusten Orientierungsrahmen in Zeiten, in denen Indikatoren widersprüchliche Signale senden. Das hilft, kurzfristige Volatilität von strukturellen Trends zu trennen. Drittens zeigt es ganz praktisch, wie man langfristige Disziplin aufbauen kann, sei es durch härtere Sparvehikel, durch Schuldenabbau oder durch Investitionen in persönliche Produktivität. Warum dieses Buch statt anderer Titel kaufen? Amos verbindet Geldgeschichte, technische Architektur und Alltagsökonomie in einer konsistenten Perspektive. Er bleibt nicht auf hoher Theorieebene, sondern verfolgt die Wirkungen bis in Ernährung, Baukunst und Bildung. Damit liefert er kein Nischenbuch über Krypto, sondern eine Gesellschaftsanalyse mit konkretem Handlungsbezug. Selbst wer seine Bitcoin-Priorisierung skeptisch sieht, profitiert von der luziden Kritik an Elastizität, Moral Hazard und der stillen Inflationssteuer. Die Argumente sind klar strukturiert, empirisch verankert und didaktisch zugespitzt, was das Buch sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene wertvoll macht. Wer eine fundierte, streitbare und anschlussfähige Erklärung der Gegenwart sucht und gleichzeitig Werkzeuge für eine resilientere finanzielle Zukunft will, findet hier eine selten kohärente Grundlage. Wenn Sie unterstützen möchten, Saifedean Amos, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.